Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 6 bzw. Battlefield 2021 bzw. einfach nur Battlefield Themenvideo. Ihr wisst ja, das neue Battlefield kommt dieses Jahr. Bekommen wir den ersten Teaser bereits heute, Reveal-Trailer nächste Woche, plus was hat es mit den ganz neuen Spielmodi für das neueste Battlefield auf sich? Was könnte uns da erwarten? All das checken wir heute gemeinsam im Video. Vielen Dank, dass ihr einmal mehr da mit am Start seid. Falls ihr neu seid, vergesst nicht ein Abo dazulassen und ein schmackhaftes, dickes Like zu geben. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein in die Topics. Beginnen wollen wir also mit der Ankündigung von Laura Millet, das ist die Chefin der EA Studios, also wenn die was sagt, dann ist da definitiv nicht nur was dran, sondern kann als bestätigt und confirmed angenommen werden. Und zwar, sie hat im Rahmen eines Interviews des Game Beats Summit 2021 davon gesprochen, dass es neue Spielmodi geben wird und dass sich die Spieler in einer, sie nennt es Sandbox Environment, Sandbox Umgebung, die Möglichkeit einfach haben, das Spiel so zu gestalten, wie sie wollen. Da spielt auch nochmal das Thema diverse Zerstörungen rein und so weiter. Was aber ganz interessant werden könnte, wir haben ja schon relativ viele Spielmodi in den Battlefield-Teilen mit drin. Und jetzt ist eben die Frage, was könnte uns da zusätzlich noch erwarten? Ich denke, die ganze Thematik müssen wir mehrstufig angehen. Und zwar, es gibt ja kleine, mittlere und aber auch sehr große Spielmodi. Insbesondere soll sich ja Battlefield 6 auf gigantische Spielmodi mit 128 Spielern fokussieren oder beziehungsweise das mit ins Game inkludieren. Ich würde trotzdem ganz gerne mal mit den kleineren Spielmodi beginnen wollen. Und zwar, ich erwarte auf jeden Fall, dass Dinge kommen werden, die uns zu Battlefield 5 bereits versprochen wurden. Zum Beispiel der 5 vs 5 Modus. Wie komme ich da drauf? Da war unter anderem ein Operator vorgesehen, den wir ja schon aus vorherigen Battlefield-Teilen kennen. Also sprich eine 5. neue Klasse, beziehungsweise mit separaten Fähigkeiten in einem 5 vs 5 Modus würde ich auf jeden Fall feiern, würde ich auch gerne spielen. Bin mir auch relativ sicher, dass in die Richtung was kommen wird. Dann ist natürlich auch die Frage, ob man sich ein bisschen was von COD mit dazu holt, das vielleicht in einem mittleren Spielmodus zum Beispiel suchen und zerstören. Oder auch den Cyberangriff, also ein bisschen noch mehr Competitive, noch mehr COD-Style und so weiter zu gehen. Klar, es gibt in Battlefield auch den Modus Rush, vielleicht kann man den auch nochmal in einer höheren bzw. größeren Map-Design gestalten. Und wenn wir jetzt uns nochmal vor Augen halten, es werden diese riesigen Maps kommen mit 128 Spielern, einer breiten Frontlinie, könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen, dass man vielleicht nochmal andere Elemente in das Gameplay mit einbezieht. Was meine ich damit? Ganz konkret, wir können ja fast erwarten, dass zum Beispiel dieser Fahrzeugspawn ähnlich zu Battlefield 4 sein wird, also dass man unter anderem auch Fahrzeuge in der Base abholen kann und nicht übers Menü direkt reinspawnt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch an dieser Basis arbeiten kann, dass man aus der eigenen Basis nochmal, Fortification wollte ich schon sagen, also klar, auch Fortifications baut, aber vielleicht auch unterstützende Entwicklungsschritte mit installieren kann, die man auch mit Punkten erreichen kann, also zum Beispiel dann eine verbesserte Aufklärung, verbesserte Drohnen, verbesserter Support auf unsere Roboterhunde, die kommen wollen oder irgendwas die Richtung. Also ich würde fast sagen, da ist sehr, sehr viel Potenzial und Gestaltungsspielraum noch möglich. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was uns da erwarten kann. Klar, es gibt jetzt noch nicht konkret der und der Spielmodus wird kommen. Das war aber jetzt auch nicht zu erwarten, weil das ist erstmal ein Interview, ein Teaser. Wir sind ja immer noch in der Hype-Aufbauphase. Also was wir nicht alles bekommen. Natürlich auch noch neue Spielmodus. Also Leute, aber sind wir ehrlich, ich springe da schon auf. Und ich freue mich auf jeden Fall auf alles das, was kommen wird 2021. Und jetzt erstmal im Mai. Gute Überleitung, kommen wir zu Teaser und Reveal. Die Gerüchte halten sich sehr, sehr hartnäckig, dass der erste Teaser zu Battlefield 2021 heute bereits am 30. April kommen wird und der Reveal nächste Woche. Vermutung ist so der 7., 5. definitiv der Trailer kommen soll. Definitiv ist Quatsch, es ist nur eine Vermutung. Aber
Trotzdem würde ich euch empfehlen, kreuzt euch mal die beiden Termine im Kalender an. Ob sich die dann bewahrheiten oder nochmal um ein paar Tage hin und her variieren, ist zum jetzigen Zeitpunkt ja auch nicht ganz so relevant. Hauptsache, wir bekommen bald Content und den werden wir von offizieller Seite auch bekommen. Dann ist endlich Schluss mit diesen angeblichen Leaks und hier Leak und da Leak und jeder poplige Screenshot und Twitter, irgendwas wird 100.000 Mal auseinandergenommen. Offiziell muss es sein, Leute. Darum geht's. Bestätigt, offiziell. Und dann muss sich da EA natürlich auch an das halten, was sie uns versprechen. In diesem Sinne würde ich sagen, war es das auch wieder mit dem heutigen Video. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr erstens eure Meinung zu beiden Punkten, also welche Spielmodi würdet ihr zusätzlich zu den bekannten im Battlefield 2021 erwarten, beziehungsweise was würde euch gefallen und wie realistisch geht ihr von diesen Teaser- und Reveal-Terminen aus? Denkt ihr, wir kriegen das schon im Mai? Dann packt mir das an der Stelle gerne mal in die Kommentare. Sobald es natürlich offizielle neue Meldungen, Trailer, Teaser etc. gibt, werde ich euch dann natürlich mit den Infos dazu versorgen, auch meine eigene Meinung, BZW, meinen Senf dazu reingeben, dann können wir auch gerne weiter diskutieren. Nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, wenn ihr das Video hier as always supportet, Däumchen nach oben, kommentieren, gucken, mitdiskutieren, alles in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns dann sehr, sehr bald zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif, Leute, euer A-Team.